So Freunde, anschnallen, heute geht es um Frédéric Malle und die Encounters for Men. Wir werden auch nochmal die Damendüfte machen, aber da suche ich mir dann nochmal eine weibliche Begleitung für den Female Gaze, weil ich kann das natürlich auch bewerten, aber ich fände es schöner, wenn wir dann nochmal den Blick der Damenwelt auf die Düfte hätten. Deswegen begnügen wir uns heute mit den Herrendüften, wobei es sind alles Unisex-Düfte, aber sie framen das trotzdem so ein bisschen more feminine leaning, more masculine leaning und wir konzentrieren uns dann heute mal auf die maskulinen Düfte. Damit sage ich erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es einigermaßen blendend und jetzt gucken wir uns mal die Essential Collection an. Edition de Parfum Frédéric Malle ist so ein bisschen einfach als Hintergrundinformation für euch entstanden in einer Zeit, als Parfümeure eigentlich für große Häuser gearbeitet haben, aber keinerlei Bekanntheit hatten außerhalb der Szene. Ja, das hat sich ja heute so ein bisschen geändert. Da kennt man Parfümeure, kennt auch die Namen und das alles hat man Frédéric Malle zu verdanken. Der hat nämlich damals gesagt, pass auf, bei Büchern, Verlage schreiben ja auch Titel und Autor vorne drauf und das mache ich auch. Und hat quasi gesagt, ich gebe den ganzen ParfümeurInnen eine Bühne. Ja, also das heißt, die können ihre Düfte so machen, wie sie wollen. Es gibt keine budgetären Beschränkungen. Ja, deswegen sind diese Frédéric Malle Düfte zum Teil auch so unfassbar teuer. Ja, gerade diese Desert Gems gehen ja gerne mal in die Tausender, wenn da echtes Oudöl drin ist und dann auch nicht zu knapp, sind die wahnsinnig teuer. Ist aber alles Teil dieser Philosophie. Man hat also gesagt, komm, ja, wir machen einen Verlag für Parfümeure, deswegen Edition de Parfum Frédéric Malle und die Parfümeure stehen ganz fett drauf, kriegen eine Bühne, werden so ein bisschen auf den Podest gehoben, ins Spotlight gerückt. Und das hat ja bis heute dazu geführt, dass Parfümeure eine andere Anerkennung bekommen. Von daher super toll. Und das Ganze natürlich dann mit diesem Design, was wahrscheinlich ikonisch ist. Jeder kennt das. Ja, das sind diese roten Boxen hier. Diese Desert Gems sehen ein bisschen anders aus. Die sind, glaube ich, golden. Aber die normalen Parfums sind so rot und haben alle diese Flakons. Die Flakons sehen auch alle gleich aus. Ja, dass die Düfte alle dieselbe Bühne in Anführungsstrichen haben. Das ist jetzt der Masque Ravageur in der 50 Milliliter Variante, weil ihr kennt mich ja, ich hasse diese großen Flakons. Super schön, ganz, ganz ästhetisch, minimalistisch, ohne Prunk, ohne irgendwas, sondern wirklich einfach, finde ich sehr, sehr gut. Hat einfach irgendwie eine Designsprache, die mich abspricht, sage ich schon, die mich anspricht und abholt, wollte ich sagen. Oh, jetzt geht's hier los. Also, wir fangen an jetzt hier mit den Encounters for Men und der erste Duft, der hier drin ist, das ist der Bigarade. Ich kann wirklich kein Französisch. Bigarade Concentré. Und der ist von Jean-Claude Ellena. Den kennen vielleicht manche von euch als den Parfümeur von zum Beispiel auch dem D'Hermès. Aber gut, der hat auch zig andere Düfte gemacht. Und da gibt es natürlich eine kleine Geschichte zu, ist ja logisch wie bei allem. Hier ging es darum, den natürlichen Charakter der Orange einzufangen. Also frisch geschälter Orange, pur und lebendig. Guck mal, habe ich noch gar nicht gesprüht. Jetzt gucken wir mal. Aus den Dingern kommt eigentlich immer gut was raus. Ist natürlich ein eher leichter Duft. Natürlich steht hier, wie gesagt, die Orange so ein bisschen im Vordergrund, habe ich ja gerade auch gesagt. Bitterorange, Heu hat man, Kardamom, rosa Pfeffer, Zedernholz. Und man muss sagen, man kann diese Handschrift von Ellena total erkennen. Wer so ein bisschen weiß, wie auch diese Grapefruit-Kopfnote vom Terre d'Hermès riecht, aber was absolut außergewöhnlich outstanding ist, dass diese Bitterorange tatsächlich eine der authentischsten ist, die ich kenne. Also wenn ihr das riecht, ich würde nicht mal sagen Bitterorange, sondern das riecht wirklich wie so frisch gepresste Orangenschale. Also jetzt nicht der Saft selber, sondern diese Orangenschale mit dieser leichten Bitternote, unterstrichen von diesem Kardamom, der aber sich ganz schön zurückhält, der nicht so overpowernd ist, wie der in vielen anderen Düften ist. Das ist natürlich eher so ein zitrisch-frischer Duft, aber halt überhaupt nicht so duschgelig, überhaupt nicht so flach wie viele andere. Ihr merkt, ich habe euch gleich gesagt, das wird jetzt abgefeiert, das Zeug, Alter. Ich kann es auch nicht ändern. Frédéric Malle ist einfach eine Marke, wo ich alles dran gut finde. Ich finde nicht mal alle Düfte wirklich gut, das sage ich euch dann auch an der Stelle, aber gerade der Bigarade Concentré, als jemand, der keine zitrischen Düfte mag, und das sage ich immer wieder, ist das wirklich einer, wo ich sage, der im Sommer, das muss man doch machen. Kann man gar nicht anders sagen. Also wenn ihr wirklich einen tollen, erfrischenden Duft sucht von einem Meisterparfümeur, da ist er. Ja. Als nächstes haben wir den French Lover und da sind wir direkt bei einem Duft, wo ich sage, Galbanum, schon wieder Galbanum. Ich mag doch kein Galbanum. Aber hier ist auch Angelika drin und Angelika wiederum finde ich spannend, weil das so selten in Düften vorkommt.
Das ist dann nochmal ein bisschen anderer Schnack. Ist ein grün-würziger Duft, man hat Piment, man hat natürlich eine florentinische Schwertlilie, also eine Iris für die Pudrigkeit, aber man muss sagen, diese Galbanum Piment Angelica Omne, es riecht wirklich, also grüner geht's nicht. Und das meine ich jetzt nicht wahnsinnig positiv. Es wird Leute geben, die den Duft toll finden. Das ist auch super, das soll ja auch so sein. Ich weiß nicht, warum der French Lover heißt. Also ich würde mich in jemanden, der so riecht, nicht verlieben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein toller Duft. Also der ist einfach gut gemacht, von Pierre Bourdon. Aber für mich ist es nichts. Ist mir zu grün, ist mir einfach ein bisschen zu... Der soll inspiriert sein von der rauen, ungezähmten Natur. Es war eine Ode an maskuline Stärke, wobei er die erdigen und würzigen Noten von Vetiver, Patchouli und Wacholderbeeren miteinander verband, um das Gefühl eines wilden Waldes einzufangen. Na gut. Also Wacholderbeere kriege ich auch, aber ich kriege halt auch dieses ganz, ganz bitterwürzige Galbanum-Piment-Opening. Ist ein super maskuliner Duft. Auch wenn die alle als Unisex gelten und man eher so ein bisschen, das war damals in dem Laden ja auch so, die hatten ihre Düfte, kleine Side-Note an der Stelle, und dann kamen Leute rein und je nachdem, was für ein Typ die waren, haben die denen dann die Düfte empfohlen. Also gar nicht so sehr nach dem, was wollen die Kunden, sondern wie sieht der aus, was ist das für ein Typ. Und wenn da jemand war, den man so gar nicht zuordnen konnte, dann hat man ja auch wieder rausgeschmissen und gesagt, sorry, wir haben nichts für dich. Musste dann da zum Douglas gehen. Hier bei uns, bei Frédéric Malle, gibt es nichts. Und mich würde mal interessieren, wer da French Lover, wem sie das empfohlen haben. Weil das ist wirklich, und das ist ja das, warum ich sage, dass ich die Marke so gut finde. Es ist trotzdem irgendwie radikal. Ne? Es ist gar nicht so, dass die Düfte allen gefallen müssen. Sie sind in sich gut gemacht und da ist auch nicht dran zu rütteln, aber sie müssen nicht jedem gefallen. Es ist nicht jeder Duft für jeden Typ gedacht. Jetzt kommen wir zum Geranium pour Monsieur. Und beim Geranium pour Monsieur gibt es eine ganz spannende Geschichte, denn der ist eigentlich... ich glaube, einem Rasierwasser oder sowas nachempfunden. Also nicht nachempfunden, sondern es gab diese Geschichte, dass Frédéric Malles Vater oder Großvater, der hatte irgend so ein Gesichtswasser, weiß nicht, Mundwasser, Rasierwasser, irgendwas in der Richtung. Und diesen Geruch wollten sie quasi zu einem Parfum machen, haben sie dann auch gemacht. Und daraus wiederum, aus dem Dry-Down dieses Parfums Geranium pour Homme, ist dann am Ende der Portrait of a Lady geworden, den wir dann in der Encounter for Women haben. Und tatsächlich hat dieser Duft Geranium pour Monsieur eine Zahnpastanote oder halt Mundwasser. Das ist Pfefferminz pur. Ihr riecht da dran. Und wirklich, das zieht euch echt die Nasenschleimhaut aus dem Riechkolben, das Zeug. Das hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen was durch diese Nelke, so ein bisschen was Cremiges, was ich persönlich auch nicht so schön finde, was ihm halt diese Zahncremenote gibt. Es ist nicht einfach nur diese pure Minze, sondern es ist so ein bisschen was Cremiges, kann auch vielleicht an dem Benzoin liegen, was da drin ist. Rosengeranium Moschus, aber es ist einfach wirklich ein scharfer, unangepasster, wilder Duft. Geranium pour Monsieur, Mundwasser zum Aufsprühen und wie gesagt, das Initial am Ende für den meiner Meinung nach deutlich schöneren Portrait of a Lady. Dominique Ropignon, brauchen wir aber glaube ich nicht drüber reden. Dominique Ropignon ist einfach ein Parfümeur, der es drauf hat. Falls ihr wissen wollt, wo ich diese ganzen Infos her habe, es gibt ein ganz tolles Interview mit Frédéric Malle. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das könnt ihr euch gerne angucken, rate ich euch sogar zu. Da gibt es noch viel mehr so kleine Geschichten und Anekdoten. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, macht Spaß, die Stunde vergeht schnell. Gibt es übrigens auch als Podcast bei Spotify. Wer keinen Bock da hat, vor YouTube zu sitzen, kann es auch beim Putzen einfach so aufs Ohr geben. So. Als nächstes haben wir den Monsieur, also jetzt nicht Geranium pour Monsieur, sondern Monsieur. Patchouli, Mandarine, Safran, Weihrauch, Wildleder, Moschus, Rum Absolu, Vanille, Cedar von Bruno Jovanovic. Und das ist wieder so ein Duft, wenn man sich überlegt, dass der 2016 rausgekommen ist, wie viele boozy Düfte es heute gibt, ne? Und wie kompromisslos der hier ist. Also klar, man riecht den Rum raus, man riecht aber auch dieses Patchouli. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt ja oder gab damals immer so diese Patchouli-Öle, die man gerade so in der Metal- und Gothic-Szene viel getragen hat, weil das so schön nach geöffneter Grabkammer roch. Habe ich, glaube ich, erzählt damals im Video über Mathieu Premier. Und das hat er hier auch. Also das ist ridiculous, wie schwer, ölig, erdig, holzig dieser Duft riecht. Da kommt diese kühlende Note vom Safran kaum gegen an. Der Weihrauch ist da, Wildleder ist da. Das ist wirklich
ein absolut toller Duft. Ich finde den gar nicht, ich finde auch hier, der ist gar nicht, also obwohl der Monsieur heißt, ist das eigentlich eher einer, den ich mehr Unisex finde als die davor. Ist ein ganz wunderschöner Duft und auch einer meiner Favoriten von Frédéric Malle, muss man sagen. Natürlich nicht der Favorit, da könnt ihr euch ja denken, welcher das ist. Das ist einfach ein Knallerduft, ne? Aber nichtsdestotrotz, wer so ein bisschen was erdig Süßliches sucht, ne? Mit diesem Wildleder, Patchouli, Rum, Safran, Weihrauch, der muss den Monsieur einfach mal probiert haben. Und wer das nicht macht, ja, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Das ist dann auch einfach, das ist dann nicht mein Problem. So, als nächstes haben wir den Masque Ravageur. Das ist natürlich auch mein Favorit, sonst hätte ich den hier nicht stehen. Und auch zum Masque Ravageur gibt es natürlich eine tolle Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde. Moschusdüfte waren damals so sehr clean, sehr fluffig, sehr weich. Und Frédéric Malle hat den Tipp bekommen, er soll doch mal mit dem Parfümeur sprechen, mit Maurice Roussel. Der hätte da einen Duft, der wäre was ganz Besonderes. Und Roussel hat ihm dann diesen Duft geschickt, so eine kleine Flasche. Und hat gesagt, pass mal auf, wenn du zu deinem Wort stehst, dass du hier dem Parfümeur eine Bühne gibst und so, das ist der Duft. Und da wird jetzt nichts mehr dran gemacht. Ich sag mal so, Roussel hat sich dann geschlagen gegeben, natürlich hat Frédéric Malle da noch ein bisschen dran rumgedockt, aber er gesagt hat, der ist toll, aber der ist halt noch nicht tragbar, das geht so nicht. Hat er noch ein bisschen was gemacht, aber wirklich Kleinigkeit, ne? Das war die Vereinbarung, also hat er jetzt nicht mehr viel geändert, es ist nur noch so minimal und es ist natürlich der Moschusduft. Es ist ein animalisch, leicht orientalischer Moschusduft mit dieser ganz tollen Zimtkopfnote. Viele sagen, der ist so pissig, schwitzig, finde ich überhaupt nicht. Es gibt viele Moschusdüfte, die wirklich so eine eher unangenehme Hautnote haben, hat der gar nicht. Der ist nicht zu Unrecht so berühmt geworden. Das ist bis heute der bestverkaufte Duft und ist, wie gesagt, eigentlich ein Ding, der war schon fertig. Da ist einfach Roussel gekommen, hat gesagt, hier, pass mal auf, Frédéric, ne? Laber mich hier nicht voll, das ist das Ding. Und ja, wie gesagt, die kleinen Tweaks, aber Moschus, Vanille, Amber, Patchouli, Sandelholz und halt diese leicht zitrisch-blumige Kopfnote mit Zimt, Lavendel, Bergamott, Mandarine. Ist ein Klassiker, müsst ihr euch mal überlegen, wie alt der Duft ist. Der wird jetzt nächstes Jahr 25 Jahre alt. Der ist wahrscheinlich älter als manche Zuschauer. Muss man einfach ausprobiert haben, ist ein Banger, ist total super, ist klasse. Und dann haben wir als nächstes und als letztes für heute, ist ja leider, sind da nur 6 Düfte drin, was soll ich machen? Ich kann es ja auch nicht ändern. Haben wir den Vetiver Extraordinaire, ja. Auch wieder Dominique Roupignon. Und da ist das Besondere, die Story hier hinter ist, Dominique Roupignon wollte den radikalsten Vetiver-Duft machen, den es gab, mit dem höchsten Anteil an Vetiveröl. Wer also Vetiver mag, der kommt hier auf seine Kosten. Ich muss sagen, das ist so ein Duft, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, naja, also ob der jetzt so extraordinär ist, weiß ich nicht. Wenn ihr Düfte mögt, wie zum Beispiel so ein Encre Noir oder sowas, ne? Oder vielleicht auch noch so, ja, so ein bisschen so ein Terre d'Hermès Eau de Toilette, also so diese typischen, eher Vetiver-lastigen Düfte, dann ist das was für euch. Der hat natürlich auch so ein bisschen so eine moosige, holzige Basis, Zederholz, Sandelholz. Wie gesagt, mich hat der nicht so doll abgeholt, was einfach daran liegt, dass ich Vetiver jetzt auch nicht als so eine Note empfinde, die ich jetzt so wahnsinnig prominent in Parfums brauche. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von diesen ganzen Encre Noir Sachen. Ich habe den in dem Herbstvideo mal gezeigt, weil ich das auch ich finde, der passt zu dieser Jahreszeit und es ist auch von all diesen ganzen Vetiver-Düften, die es gibt, wirklich einer, der outstanding ist. Aber insgesamt bin ich nicht so ein Vetiver-Fan, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr einen sucht, wo wirklich Vetiver ganz doll im Vordergrund steht, mit einem großen Anteil an echtem Vetiveröl, wie gesagt, Budgetgrenzen, Frédéric Malle gibt es da ja nicht, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal auf die Merkliste schreiben. Ist ein guter Duft. Und jetzt sind wir schon wieder fertig. Ich finde das immer so schade, dass wir immer nur diese kleinen Ausflüge haben. Ich würde das jetzt am liebsten noch eine halbe Stunde weitermachen, aber andererseits ist es für eure und für meine Zeit wahrscheinlich besser, wenn wir Schluss machen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch jetzt nicht zu viel Lobhudelei hier über Frédéric Malle rausgehauen habe, sondern dass ihr sagt, ja, kann ja verstehen, finde ich ja auch gut, probiere ich mal aus. Ist übrigens auch für Weihnachten eine geile Idee, ne? Sowohl diese Sets als auch, wie gesagt, diese Düfte, weil diese Boxen sehen schön aus. Falls ihr also noch ein Geschenk sucht für jemanden, der Geschmack hat oder jemandem, dem ihr einfach was Geschmackvolles schenken wollt, weil ihr Geschmack habt, dann ist das hier eine gute Idee. Und nein, ich bekomme dafür keine Kohle, ich finde einfach Frédéric Malle geil. Ist einfach eine super Marke. So, Lob, Anregung, Kritik, Feedback, einfach alles einmal in die Kommentare schreiben, freue ich mich drauf. Und ansonsten empfehle ich euch noch die anderen Videos auf diesem Kanal, guckt euch die gerne mal an. Wir haben noch ein schönes Video über Animalik, was sich zum Beispiel zum Angucken lohnt, oder ein bisschen was über kuschelige Winterdüfte, kann man sich alles nochmal reinziehen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und tschüss!